Video lernst du 12 Dinge kennen, die du bei deinem Südafrika-Trip lieben wirst. Eine der wohl häufigsten gestellten Fragen in Bezug auf Südafrika ist wohl immer noch der Sicherheitsaspekt. Auf diese Frage gehen wir auch am Ende nochmal ein. Der Simons Beach unterhalb von Cape Town ist wahrscheinlich der beliebteste Ort, um die Pinguinkolonien zu sehen. Uns hat aber viel lieber die Pinguinkolonie am Betty's Bay gefallen. Komplett gratis, ist ein bisschen außerhalb, aber wir geben dir jetzt noch einige Tipps, um diesen Trip noch wertvoller zu machen. Die Bergkette um unsere Base für die Zeit im Kleindorf Kleinmond ist absolut faszinierend. Und nach nur kurzer Wanderstrecke genießt du atemberaubende Blicke über die Küstenlinie. Übrigens auch beliebt bei Blumen- und Pflanzenliebhabern. So it's a very special one. Don't get it everywhere. Das total saubere und klare, aber von Mineralien braune Wasser bietet etwa 5 bis 10 Minuten mit dem Auto nördlich von Kleinmond eine tolle Möglichkeit zu baden. No, man, no, oh my God, no, oh my fucking God. Schon mal Seehunde gesehen? Kurz vor Kapstadt findest du einen Ort namens Hood Bay. An einer kleinen Insel vor der Bucht haben sich hunderte Seals zurückgezogen und du kannst sie entweder aus der Ferne beobachten oder ihren Lebensraum bei einer Tour besser kennenlernen, wo du neben ihnen schwimmen kannst. Wir verlinken dir den Anbieter, mit dem wir die Tour gemacht haben, unten in der Beschreibung. Zu kaltem Wasser? Es gibt auch einen etwas komplizierteren Wanderweg zu einem Felsvorsprung vor der Insel, wo du sie aus der Ferne besuchen kannst. 20 Minuten weiter von Hood Bay erreichst du dann die Mutterstadt Kapstadt und wir gehen jetzt auf 3 Sunset-Spots ein. Den ersten, den wir geliebt haben, ist dann der Clove Corner, so 20 Minuten Wanderweg von der nächsten Straße oder von der Cable-Car-Station, hast du einfach einen epischen Blick, abends dann auf Camps Bay, auf den Lion's Head und auf die Stadt runter, also alle 3 Winkel abgedeckt. Es gibt noch einen beliebten Spot, den Lion's Head, da musst du dann aber dementsprechend mit der Stirnlampe abends nochmal 50 Minuten im Dunkeln runterkraxeln und ein anderer schöner Spot ist auch am Camps Bay, einfach direkt auf den Felsen. Auf das ikonische Plateau des Tafelbergs führen sehr viele Wanderwege, einmal komplett um den Berg herum, aber wahrscheinlich die beliebteste Möglichkeit ist einfach mit der Seilbahn hochzufahren. Ich glaube, das kostet so 12 Euro ungefähr, einmal hoch und dann eben nochmal runter. Für den enthusiastischen Wanderer kannst du auch den Platte Clip Trail nehmen. Sehr langweilig, 2 Kilometer, 500, 600 Höhenmeter, einfach stumpf bergauf gehen. Mein Lieblingsweg war India Venster. Das ist mit ein bisschen Scrambling an einigen Parts, aber macht total viel Spaß. Aber wirklich nur für Profis gemacht. Also da sollte man nicht alleine da hochgehen. Außerdem neben dem Tafelberg als Wandermöglichkeiten in Cape Town kann ich noch den Devil's Peak empfehlen, der nicht so frequentiert ist, einfach weil die meisten Leute, die da sind, auf den Table Mountain hochgehen oder Lion's Head. Und noch ein bisschen vor dem Devil's Peak gibt es einen Felsvorsprung, der nennt sich Oppelkoop. Der ist relativ schnell zu erreichen von der Straße und ist einfach wunderschön mit den ähnlichen Ausblicken wie vom Devil's Peak. Und außerdem natürlich noch der ikonische Lion's Head, der so schön die Silhouette der Stadt zeichnet. Da ist morgens immer richtig viel los, weil er einfach so der angenehmste Berg zu besteigen ist mit einer saftigen Challenge noch da drin. Ja, von oben hast du einen krassen Blick einfach. Da runter bis nach Hood Bay an den 12 Aposteln, so heißt diese Ecke hier, und dann auf die Stadt runter. Also es ist wirklich einfach atemberaubend da oben. Was wir besonders auch in Kapstadt geliebt haben, waren die ganzen veganen Restaurants. Unsere Lieblinge waren definitiv Wild Eatery und Aiko Sushi. Findest du noch ein Video, wo du noch mehr über die veganen Restaurants in Kapstadt herausfindest? Auf dem Oranjezicht Market findest du vieles handgemachtes, richtig tolles Essen und allgemein einfach einen super schönen Vibe. Der Markt ist allerdings auch sehr beliebt, entsprechend auch nun mal sehr voll. How do you like it? It's great. Das riecht nach Weihnachten. Die Promenade der Waterfront ist super beliebt für einen Spaziergang oder auch einfach, weil viele Restaurants und Cafés dort sind. Und du findest die größte Mall Kapstadts dort. Wenn du Glück hast, tritt während deines Besuchs der lokale Chor auf der Straße auf. Du wirst ihn schnell erkennen an der großen Menschentraube. Heute original. Südafrika ist natürlich auch bekannt für den Kruger Nationalpark. Wir haben schon ein explizites Video darüber gedreht, findest du hier, also wie wir angereist sind, welche Autovermietung, wie lange, welche Camps, welche Route du fahren kannst und so weiter. Also fürs nächste Mal würden wir auf jeden Fall mehr als 3 Tage dafür einplanen. Und wir empfehlen dir, wenn du schon den Park erkundest und wahrscheinlich mit dem Roadtrip unterwegs bist, das hat uns richtig gut gefallen, dann kannst du auch noch das kleine Land Eswatini mitnehmen, ungefähr 100 Kilometer unter den Kruger Nationalpark findest du da Möglichkeiten reinzufahren. Die Grenzüberquerung ist relativ einfach und dann hast du halt spektakuläre Gebirgsketten da, total geile Campsites und sogar den Klane Nationalpark mit weißen Rhinos. Nur zum Thema Sicherheit. Wir können natürlich nur aus unseren Erfahrungen und unserer ganz persönlichen Empfindung berichten. Wir haben uns immer super wohl gefühlt und haben unglaublich viele liebe, hilfsbereite Menschen getroffen. Aber genau diese haben uns auch immer zur Vorsicht geraten. Auch wenn wir persönlich keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, haben wir aber 2 Freunde,
die sehr unangenehme Begegnungen hatten. Also das Thema ist nicht nur ein Gerücht, sondern es ist einfach mit Vorsicht an das Ganze heranzugehen. Es ist total schade eigentlich, weil Südafrika so ein unglaublich schönes Land ist und so viele tolle Menschen da sind. Aber dann gibt es eben die Leute, die dann diese Statistik so nach oben oder runter ziehen. Und diese 1% sind halt meistens die Lauten, die bei den Leuten einfach so dann ins Gedächtnis fallen. Was mir persönlich nicht so krass gefallen hat, ist, dass alle Häuser einfach komplett zugemauert sind mit Elektrodraht und hohen Mauern. Und du fühlst dich eigentlich ein bisschen wie im Gefängnis, wenn du zu Hause bist und nicht so frei. Denn es ist tatsächlich auch so, wenn du einen Spaziergang durch die Stadt machen willst und nicht weißt, welche Viertel oder Straßen du kreuzt, dass es sehr ungünstig laufen kann. Das heißt, informier dich da einfach, wo deine Navigation dich langführt, ob du da auch wirklich lang laufen solltest. Insgesamt war es auf jeden Fall so, dass sich die Reise super gelohnt hat und die positiven Dinge auf jeden Fall überwogen haben. Das denke ich auch. War das Video wertvoll für dich? Dann mach nicht so und like doch einfach mal. Das wäre ganz toll, weil das hilft uns bei der Verbreitung dieser Videos und wir sind uns sicher, dass viele andere Leute auch Wert davon haben. Warst du selbst schon mal in Südafrika oder was hat dir von der Liste am besten gefallen? Teils gerne in den Kommentaren und für dein Abonnement senden wir dir ein virtuelles Küsschen.